Bièvre in der Nähe von Paris. Mein Name ist Joe Geyer. Wir sind hier auf der Fotobörse, die einmal im Jahr stattfindet. Wir sind hier an unserem Tisch mit unserem Stand von Wetzlar Camera Auctions, haben unsere Kataloge mitgebracht, machen auch ein bisschen Werbung für unsere kommende Auktion am 12. Oktober dieses Jahr und treffen hier extrem viele interessierte Leute, extrem begeisterte Leute, die sich für Fotografie, für Kameras interessieren, auch die seltenen Kameras suchen, und wir sind auch hier selbst auf der Jagd und hoffen, ein paar schöne Dinge zu finden, welche wir euch dann hoffentlich ein bisschen später in dem Video auch zeigen können. Schauen wir mal, ob wir das ein oder andere Schnäppchen ergattern können für den Store für euch. Wir gehen dann mal spazieren. Wir sind da gleich am Nachbarstand bei uns, der hat schon aufgebaut. Bis jetzt ist noch nicht viel aufgebaut, aber es dürfte einer der ersten gewesen sein, der heute schon was präsentiert hier. Laterna Magica aus Metall, frühe Nassplattenkameras, vielleicht auch ein paar Daguerreotypie-Kameras, frühe französische Objektive von Kinoptik und Ingenieur. Hier ist schon ein bisschen Getümmel. Und es gibt eigentlich von der Frühzeit bis zur Leica Mini ein bisschen was für jeden. Klassische Contax G2, von der jeder träumt momentan. S2 60 Jahre Contax, vollmechanische Kamera haben wir auch gerne im Geschäft. Die Nachfrage auch immer ganz groß. Also das Schönste auf der Börse ist eine Outdoor-Börse, wie ihr schon gesehen habt. Und wir gehen hier eigentlich durchs Grüne, durch diesen ganzen kleinen Park hier in Bièvre. Wir gehen einfach mal ein bisschen hier durch die Wiese durch. Schauen wir mal, ob wir schon in der Früh hier was finden. Es ist momentan 8:30 oder 9 Uhr ungefähr. Let's go. People think if they make it first, only if they make it first, the people will spend the money on the first. But then overall, people don't, they're not concentrated. Ich zeige euch mal was ganz Schönes. Summilux 145, nicht in Silber, aber in schwarz lackiert. Der Teil schwarz lackiert. Späte Version 1966, gelbe Skala in Feed, nicht die rote Skala von der ersten Version. Der obere Teil ist schwarz eloxiert, der Deckel leider nicht original. Erkennt man so ein bisschen an diesen Einkerbungen da oben. Made in China, unfortunately. Aber das Objektiv sonst eigentlich in sehr schönem Zustand. Der Grünspan da drinnen in der weißen Auslegefarbe, auch ein schönes Zeichen dafür, dass das Original ist. Auch da leicht in den weißen Skalen. Wirklich schönes Teil. Eine ganz frühe M4 Schwarzlack aus der ersten Charge mit den frühen Blitzsymbolen noch. Der Rückwickelkurbel mit dem Hebel komplett in schwarz lackiert, nicht wie später, wo nur der kleine Hebel schwarz lackiert war. Die Schrauben innen noch in schwarz lackiert. Das Verschlussseitenrad war immer eloxiert. Kamera hier mit Chromösen. Ich kenne nur ganz wenige mit schwarz lackierten Ösen eigentlich. Aber ansonsten normal gebraucht. Aber auch schön zu sehen. Sieht man auch nicht jeden Tag. Normalerweise gibt es in der Wiese die besten Dinge. Aber leider ist es ziemlich nass heute. Aber schauen wir mal, was wir da finden können. Das ist eine extrem schöne und frühe Metallkamera. Photosphere aus Frankreich. Ca. 1890 ungefähr. Es sind 3 verschiedenen Formaten, glaube ich, 9x12. 10x15, 13x18, sogar als Stereokamera, aber extrem selten. Findet man alle 5 bis 10 Jahre vielleicht.
Hier gibt es eine interessante Geschichte, und zwar eigentlich gibt es Contax 1 Kameras, nur in schwarz lackiert, aber hier verchromt, vorne irgendwie abgeschliffen oder ablackiert, die dann verkauft wird oder versucht wird zu verkaufen als Original. Taucht immer wieder auf, aber bis heute kann man das nicht sagen, ob das wirklich alles stimmt. Leider gibt es nicht nur Schnäppchen auf der Börse. Hier gibt es zum Beispiel schwarze M6 ohne TTL. Das von 2900 Euro. Und das bekommt ihr, glaube ich, auch bei uns. Oder vielleicht sogar für ein bisschen weniger mit 6 Monaten Garantie. Also Schnäppchen muss man suchen. Das erste schöne Objektiv habe ich kaufen können für uns. Easter Pride. Bisschen was Seltenes. Und eigentlich kommt man genau für das. Ein Summita Stern Lights Objektiv. Ein Prototyp vom Summicron, 5 cm versenkbar. In einer sehr kleinen Serie nur gefertigt wurde mit dem Sternchen hier. Vor der Markteinführung vom Summicron. Und das ist wirklich ein immer gern gesehener Gast bei uns. Da habe ich mich mal gefreut. Das wäre extrem schön, nur leider sieht man hier wirklich extrem viel Fungus. In 48 cm Perscheidobjektiv wirklich extrem selten, aber leider sind die Gläser stark beschädigt. For your collection? No. No. I have 2 of them. Yeah. I have 3. You have to pack in everything. Schöne Sachen, Preise leider ein bisschen etwas viel zu teuer. Aber schönes Ingenieur bekommen wir auch bald rein. 50 mm mit Blende 0,95 kann man gut adaptieren für Leica oder spiegellose Kameras. Hier gibt es genug Zorkis für den Weltmarkt. Einmal fett, 2 mit blauer, einmal mit roter Belederung oder Gehäusebezug. Leder ist das ja keines. Funktioniert sogar, also da kann man schon mal mit was halbwegs Seltenem für 60 Euro einsteigen. Hallo, heute ist der zweite Tag auf der Fotobörse in Bievre. Sonntag, das Wetter ist besser und es wird noch besser, Gott sei Dank. Heute sollten noch ein paar private Aussteller kommen, die hier auf der Wiese und auf kleinen Tischen ihre Sammlung und Sachen präsentieren, die sie zu verkaufen haben. Und wird nochmal interessant, weil viele neue Sachen nochmal dazukommen oder andere Händler noch ihre Kisten auspacken, weil sie wieder Platz auf den Tischen haben. Also man kann immer noch am zweiten Tag auch noch Sachen oder neue Sachen finden. Aber es geht ein bisschen entspannter zu und nicht so hektisch wie gestern, und das ist eigentlich viel angenehmer als gestern. Also werden wir versuchen, auch heute noch was Schönes zu finden. Wir haben jetzt gerade einen sehr interessanten Stand gefunden. Ich weiß nicht, ob das schon heute jemand gesehen hat oder nicht. Aber schaut mal da in die Vitrine hinein, bitte. Es gibt Leica, schwarz lackierte Leica M2, M4. Noctilux mit 1,2 Lichtstärke, ein extrem seltenes Summilux 1,435, worüber wir schon ein Video gemacht haben. Gerne mal in unsere anderen Videos reinschauen. Ein ganz schönes Hologon, 15 mm Ultraweitwinkelobjektiv von Zeiss für Leica in den 1970er Jahren gefertigt. Mit Filter und Sucher und noch weitere seltene Objektive, und ich hoffe, dass wir da jetzt irgendwie ein bisschen was an Land ziehen können, und vielleicht können wir uns euch das später auch präsentieren. Bitte unbedingt auf die Website schauen, in den Blog schauen, vielleicht erwischen wir da was. Eine kleine Seltenheit, und zwar diese französische SEM, zweiäugige Rolleiflex-Kopie, mehr oder weniger, in dieser grauen Belederung. Könnte man sagen, ist eigentlich sehr unüblich. Schaut auch ganz sauber aus.
Funktioniert von der Scharfstellung. Den Verschluss kann man einfach testen eigentlich, sobald er funktioniert. Er löst zumindest aus, ob die Verschlusszeiten stimmen, wissen wir nicht. Aber für 30 Euro absolutes Schnäppchen eigentlich. Sollen wir das kaufen? Ja. Schwarz lackierte M4, die wir uns anschauen sollten. Can I have a look at it? Thank you. Also bei der speziellen M4 in Schwarzlack. Die Lackierung ist authentisch, aber hier sind einige Stellen überlackiert. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, an den Ecken, an den Kanten. Die Rückwand sollte hier hinten schwarz sein. Die Film-ASA Merkscheibe. Bei der Rückspulkurbel sollte ein R sein mit dem Pfeil. Das ist von einer späteren Leica M4 II. Hier zu kaufen für 4.000 Euro. Wenn hier alles passen würde, würden wir das auch machen. Aber hier stimmen einfach zu viele Sachen nicht. Und auch der Bodendeckel ist leider zu stark nachlackiert. Weshalb das hier leider nichts für uns ist. Also wir suchen solche Kameras, aber in besser und in völlig originalen Zustand. Von dieser Kamera gibt es eine extrem seltene Kamera, die für den australischen Markt gefertigt wurde. Und die sind eigentlich immer in sehr gutem Zustand. Was schön bei der Kamera ist, die hat schon einen Hebel. Nicht ein Knopf, sondern schon einen Hebel hinten. Und was man bei Leica vermisst hat und erst mit der M3 gekommen ist, ist, dass sie eine Rückwand hat, die man aufklappen kann, um den Film besser einzulegen. Und das kam erst 1954 mit der Leica M3 und gibt es bei Leica Schraubkameras nur in ein paar Prototypen und ist nie in Serie gefertigt worden. Und hier in dem Fall finde ich, ist das japanische Pendant zur Leica Schraubkamera eigentlich die bessere Kamera. Sehr hübsch, gefällt mir. Das freut mich auch zu sehen eigentlich. Gibt es hier nicht nur Kameras zum Sammeln, sondern auch eine ganz normale Spiegelreflexkamera in schwarz lackierten Finish in sehr schönem Zustand. Üblicherweise sind das viel mit Dellen und mit Kratzer und so weiter. Aber die Kamera hier ist wirklich in einem sehr, sehr, sehr gepflegten Zustand. Der Verschluss funktioniert, den Belichtungsmesser können wir gerade nicht überprüfen, aber solche Kameras in so einem Zustand haben wir immer sehr gerne im Geschäft. Also das macht schon richtig Sinn, wenn man eine vollmechanische Kamera hier haben möchte, vielleicht unter 200 Euro investieren möchte und hat dafür ein richtig, richtig schönes Gerät. Das macht auf alle Fälle Sinn, würde ich sagen. Also, es war der letzte Tag heute, der zweite Tag in Bièvre. Das Wetter ist wesentlich besser geworden. Wir haben noch ein paar interessante Teile gefunden. Der Rucksack ist voll. Ihr könnt das alles in den nächsten kommenden Wochen auf der Website sehen. Und falls ihr Fragen habt, bitte schreibt es in den Kommentaren, schreibt es uns per E-Mail. Schaut euch die anderen Videos an. Es gibt auf Instagram jede Menge Content, der noch folgen wird. Wir haben wirklich viele Videos gedreht und haben viele nette Leute getroffen, Sammler und Händler, und freuen uns schon auf nächstes Jahr. Kommt zu uns besuchen und see you next year. Bye.